Oh mein Gott. Ujisama to Neko von Sakurai Umi bekommt endlich ein Deutschland-Release. Ich musste dazu einfach ein Video machen, weil ich die ganze Zeit irgendwie drauf gewartet habe. Und diese Serie ist es einfach absolut wert. Wenn man den ganzen Angaben online Glauben schenken darf, erscheint die Serie diesen Oktober bei Manga Kult. Ich frage mich vor allem, wie sie den Titel ändern werden. Ob sie ihn auf Englisch lassen werden. Soweit ich weiß, heißt er auf Englisch A Man and His Cat. Oder werden sie ihn dann Der Mann und seine Katze oder die Katze nennen? Oder Der alte Mann und die Katze? Kushikatsu. Ah, Neko. Katze war Neko. Das Lustige an der Sache ist, ich hätte eigentlich echt schwören können, dass der Manga bei Ultraverse rauskommt. Tja, und jetzt landet die dicke Katze bei Manga Kult. Das Lob geht ganz klar an euch. Habt ihr gut gemacht. Ist ein toller Titel. Ich habe schon mal ein Video zu dieser Manga-Reihe gemacht. Ich glaube, das war 2017 oder 18. Moment mal, ich kann ja nachschauen. Weil ich weiß noch, dass ich das Video genau direkt danach gemacht hatte, als ich den ersten Band durchgelesen hatte. 2018 war es. Ich habe den ersten Band damals am ersten Tag des Release gekauft. Ich hatte ein paar Seiten vorher schon online gesehen gehabt und fand es einfach nur total niedlich von der Story her. Vor allem hat mich besonders angesprochen, dass es mal um einen alten Mann geht. Was ich generell relativ selten finde als Protagonist in Serien. Ich meine, gut, Inuyashiki hatte auch einen älteren Herren als Protagonisten, auch eine sehr gute Reihe. Aber ansonsten, weiß nicht, habe ich eher immer so das Gefühl, dass Schulkinder im Fokus stehen, Teenager, eher so die Richtung. Total süßer Funfact übrigens. Der erste Band kam tatsächlich am 22.02. raus. Und dieser Tag ist in Japan nämlich der Katzentag. Ich finde, das haben sie vom Release her echt total süß geplant. Halt echt passend. Zuallererst, worum geht es überhaupt in diesem Manga? Mittlerweile umfasst die Serie schon 7 Bände. Die letzten sind vor allem relativ schnell hintereinander rausgekommen. Und es sind vor allem immer mehr Charaktere dazu gekommen. Ich möchte jetzt aber nicht spoilern, also erst von Anfang an. Für alle, die die Story noch nicht kennen sollten. Ihr kennt doch bestimmt diese typischen Tierläden in Japan mit den Glaskästen, wo die Tiere drin hocken. Alle Kätzchen und Hunde sind da drin jung und niedlich. Auch Fukumaru ist in einem dieser Tierläden und wartet seit geraumer Zeit darauf, adoptiert zu werden. Da gibt es nur ein Problem. Fukumaru ist schon etwas älter und nicht annähernd so süß und schön wie die anderen Kätzchen im Laden. Er will die Hoffnung auf ein neues Zuhause schon aufgeben, als plötzlich ein alter Mann erscheint und ihn bei sich aufnimmt. Kanda-san ist ehemaliger Pianist und Witwer und damit nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und ich kann euch sagen, es ist so eine herzerwärmende Geschichte. Also ich war ab dem ersten Kapitel total verliebt in diese Geschichte. Ich bin echt so froh, auf diesen Manga gestoßen zu sein. Erst gab es auch recht wenig Merchandise, muss ich sagen. Das meiste davon hat man im Loft gefunden. Ich weiß noch, ich habe mir eigentlich so gut wie alles damals gekauft. Wie auch zum Beispiel diese tolle Decke hier. Ich liebe diese dicke Katze einfach. Später gab es dann auch noch viel mehr. Zum Beispiel Gachapon-Figuren, wie diese hier zum Beispiel. Und nach gibt es jetzt auch immer mehr Sachen im Animate Store. Es ist mit der Zeit wirklich zu einem größeren Franchise geworden. Erst vor kurzem ist auch eine Live-Action-Serie rausgekommen. Und im Anime Wanted Ranking der Anime Japan Convention belegte Ujisama to Neko sogar den 4. Platz. Ohne Witz, ich wundere mich echt, warum es noch dazu kein Anime gibt. Ich meine, Tsugoku Shufudo ist ja sogar ein Anime rausgekommen auf Netflix, auch wenn der eher wie eine Slideshow aussieht, ehrlich gesagt. Ich war voll davon enttäuscht. Ich habe nur ein paar Ausschnitte davon gesehen und dachte mir, das hättet ihr auch echt besser machen können. Und zu dieser Serie gibt es... Ups. Und sogar zu dieser Serie gibt es mittlerweile ein Anime mit so Kurzepisoden. Da muss es doch endlich mal auch was von Ujisama to Neko geben. Aber abwarten. Es würde mich nicht wundern, wenn demnächst irgendwas angekündigt wird. Die Live-Action-Serie bzw. das Drama habe ich mir letztens sogar angeschaut. Ich habe mir dafür sogar extra die 2 Gratis-Probewochen bei Paravi abonniert. Das war ein Akt. Aber ich habe dann dieses Drama absolut gebingewatcht, um hier mal so total moderne Wörter zu verwenden. Und ja, sie haben sich ja dazu entschieden, eine Puppe für Fukumaru zu nehmen, die so aussieht. Was ich aber grundsätzlich nicht schlecht finde, denn ich denke, mit einer 3D-Figur wäre es sogar noch komischer geworden. Ich muss aber sagen, dass ich irgendwie gerne ein anderes Gesicht für die Puppe gehabt hätte. Sowas hier zum Beispiel. Irgendwas stört mich an dem Gesicht von der Dramakatze.
Fukumaru ist dort zwar manchmal echt süß, aber manchmal... Jedenfalls war das Drama aber besser, als ich dachte. Es wurden aber ein paar Sachen der Story ein klein wenig verändert. Zum Beispiel gleich in der ersten Folge. Kanda-san lässt im Tiergeschäft nämlich aus Versehen den Ring seiner Ehefrau fallen. Und der kullert zu den Schaukästen, wo die Tiere drin sind. Als Kanda-san seinen Ring dann hochhebt, blickt er genau in Fukumarus Gesicht. Das war eigentlich schon echt verdammt süß, die Änderung. Als hätte ihn seine Frau quasi zu der Katze geführt, weil sie immer eine haben wollte. Meistens hält sich das Drama auch echt gut an die Manga-Vorlage. Es gibt sogar im Ending manchmal solche Vergleiche, das ist total niedlich gewesen. Die Schauspieler sind auch alle echt gut gewählt. Als ich sie das erste Mal gesehen hatte, also nur so vom rein optischen, dachte ich manchmal so, passen die echt? Aber besonders diese beiden Charaktere sind echt verdammt gut im Drama. Besonders er. Boah, ich vergesse immer seinen Namen. Moriyama war sein Name, stimmt. Der war echt verdammt gut. Ach Gott, hier sieht man ja vor allem auch die Werbung dazu. Ja, wie Fukumaru eigentlich aussieht. Also der Sprecher von ihm. Storytechnisch, Achtung Spoiler für alle, die sich noch nicht spoilern lassen wollen von der Geschichte her. Das Ganze geht storytechnisch bis zu dem Punkt, bei dem Fukumaru verloren geht, dann aber wiedergefunden wird. Und die letzte Folge ist die von Moriyamas Konzert, wo sie dann alle gemeinsam auf der Bühne stehen. Das ist an sich auch ein echt schöner Abschluss. Aber die Story geht noch weiter und ihr seht, mit viel mehr Katzen. Ich frage mich, ob es noch eine zweite Staffel geben wird. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Das Drama war echt gut und ich muss ehrlich sagen, es hat mich sogar zum Weinen gebracht an einigen Szenen. Aber in jeder gottverdammten Folge diese blöde Donna E-Mobile Musik. Immer, in jeder einzelnen Folge. Oh, das war schon ein bisschen... warum? Ich muss da immer an die Restaurante-Pizza-Werbung denken. Restaurante. Schmeckt immer. Wie beim Italiener. Da fällt mir ein, es gab sogar im Animate ein kleines Event. Und da hatten sie von dem Schauspieler von Kanda-san sogar einmal den Anzug auch ausgestellt gehabt. Und ich habe ihn gesehen. Ich bin natürlich gleich hingegangen, weil, hey, selbstverständlich. Aber ich wundere mich, dass es momentan leider keine Themencafés mehr irgendwie dazu gibt. Vielleicht kommt das ja wieder irgendwann mal. Oder wenn irgendein Jubiläum ansteht. So, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja schon den Manga gelesen. Total legal natürlich. Und wenn nicht, kann ich ihn euch wirklich sehr ans Herz legen. Wenn ihr mal einfach Lust auf eine herzerwärmende Story habt. Und diese Story, die treibt euch echt manchmal Tränen in die Augen. Also es ist manchmal so rührend, dass... da komme ich nicht mit klar. Also dann, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr gerne mehr Videos aus Japan sehen wollt. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann! Ich bin so froh... Aschi, 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 Aschi! Bis dann. Hallo, hier ist die werte Stimme aus dem Off. Ich dachte mir, ich gebe mal eine kleine Info durch, denn nicht jeder von euch ist auch bei Twitter. Und alle, die bei dem kleinen blauen Zwitschervogel sind, die wissen schon genau, was Sache ist. Wir ziehen Mitte Juni endlich um, nachdem es echt viel Stress mit den Nachbarn gab. Es ging einfach echt nicht mehr und ich war so fertig mit meinen Nerven jetzt gegen Ende hin. Wortwörtlich. Aber unsere neue Wohnung sieht sehr vielversprechend aus. Und ich bin mir sicher, dass wir dort nicht die gleichen Probleme haben werden wie hier mit den Nachbarn. Ich kann es kaum erwarten, dass wir umziehen. Natürlich bin ich irgendwo traurig, dass wir hier klein beigeben müssen, aber es hat sonst leider wirklich keine andere Alternative gegeben. Und dass der Typ unten auszieht, schön wär's gewesen. Das war leider Wunschdenken. Dementsprechend filme ich unseren Umzug auch gerade ganz fleißig. Und ein Video mit einer etwas anderen Thematik kommt auch noch. Das alles frisst gerade sehr viel Zeit und ich weiß nicht genau, wie schnell ich mit dem Editieren von Videos hinterherkommen werde. Also wundert euch nicht, wenn es ein klein bisschen länger dauern wird, da ich vor allem auch nicht weiß, wie es mit dem Internet in der neuen Wohnung ausschauen wird. Das nur kurz als Info. Vielen Dank nochmal fürs Video anschauen und nochmal ein herzliches Hallo an alle lieben neuen Abonnenten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!